In diesem Video erfahren Sie, dass das Brennen auf zwei ganz unterschiedliche Arten erfolgt. Fossile Brennstoffe können dazu führen, dass unser Regen versauert. Schwefelsäure entsteht bei der Verbrennung von Kohle und Öl, hauptsächlich in Kraftwerken. Wohingegen Salpetersäure aus den Auspuffrohren unserer Kraftfahrzeuge entsteht. Werden auch einige der Auswirkungen sehen, die saurer Regen auf unsere Umwelt hat. Erstens ist es ist wichtig zu verstehen, dass Regen von Natur aus leicht sauer ist. Beim Fallen auf den Boden der Regen löst Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu bilden. Kohlensäure, eine schwache Säure, die dem natürlichen Regen einen pH-Wert von 6 verleiht. Das ist, wenn wir Fossilien verbrennen. Kraftstoffe, die viel stärkere Säuren in unseren Regen gelangen, bilden sauren Regen mit einem pH-Wert von etwa niedrig wie 3. Wenn sich der pH-Wert von 6 auf 3 ändert, was glauben Sie, nimmt der Säuregehalt zu? Von 2-mal, 3-mal, 10-mal, 1000-mal? Halten Sie inne und denken Sie nach. Denken Sie daran, dass jede Änderung des pH-Werts um 1 eine 10-fache Änderung des Säuregehalts ist. Der Wechsel von 6 auf 3 ist 10 mal 10 mal 10 oder 1000 mal saurer. Wir betrachten zuerst Schwefelsäure. Pflanzen brauchen ein wenig Schwefel zum Wachsen. Sie erhalten es aus natürlich im Boden vorkommenden Sulfaten, zum Beispiel Kaliumsulfat. Sulfate werden von den Pflanzenwurzeln aufgenommen und Schwefelatome gebunden zu den Kohlenstoffatomen in den Proteinen des Blattes, wenn Pflanzen sterben und schließlich Kohle bilden und Öl über Jahrmillionen, bleiben diese Schwefelatome an den Kohlenstoff gebunden. Der Schwefelgehalt von Kohle und Öl liegt üblicherweise zwischen 1% und 4%. Nach Gewicht. Was entsteht Ihrer Meinung nach, wenn fossile Brennstoffe schwefelhaltig sind? Verbrannt? Halten Sie das Video an, während Sie nachdenken. Beim Verbrennen der Kohle verbinden sich der Schwefel und die Kohlenstoffatome mit Sauerstoff aus die Luft und werden als Kohlendioxid und Schwefel in die Atmosphäre freigesetzt. In Gegenwart von Sonnenlicht findet eine photochemische Reaktion statt, bei der Schwefeldioxid entsteht. Reagiert mit mehr Sauerstoff zu Schwefeltrioxid. Dieses löst sich im Regenwasser auf. Schwefelsäure bilden. Betrachten wir nun, wie Salpetersäure in den Regen gelangt. Die hohen Temperaturbedingungen in den Zylindern unserer Kraftfahrzeuge, ein kleiner Menge an Stickstoff und Sauerstoff aus der Luft reagieren können. Denken Sie daran, dass die Luft, die zum Verbrennen des Kraftstoffs angesaugt wird, zu fast 80% aus Stickstoff besteht. Abgase von Fahrzeugen enthalten kleine, aber erhebliche Mengen an Stickoxide. Sobald die Stickoxide in der Luft sind, reagieren sie damit. Mehr Sauerstoff, genau wie wir es bei Schwefeldioxid gesehen haben, und lösen sich im Regenwasser auf. Salpetersäure bilden. Fällt der Regen auf Kalkböden, die alkalisch sind, kann die Säure neutralisiert werden. Allerdings, wenn der Regen landet auf neutralen oder sauren Böden oder auf Vegetation, kann es zu Schäden kommen. Warum ist das so? Säure schädlich für Lebewesen? Nun, Lebewesen wachsen nicht gut in Säure.
Bedingungen. Das lässt sich leicht demonstrieren. Eine Scheibe Brot in Essig einweichen und eine andere in reines Wasser, lassen Sie sie eine Weile offen und gehen Sie dann sie bedeckt für eine Woche. Sie werden feststellen, dass das in Essig getränkte Brot dies nicht hat. Verschimmelt geworden, während das andere Brot hat. Tatsächlich verwenden wir Essig, um Lebensmittel zu konservieren. In einem Prozess namens Beizen. Dies ist der Fall, weil bestimmte Enzyme, die für das Wachstum lebenswichtig sind, können unter sauren Bedingungen nicht funktionieren. Das Hauptproblem liegt im Boden. Während natürlich vorkommende toxische Metalle wie Z, Aluminium sind in neutralem Boden unlöslich und daher ziemlich ungefährlich, sie in saurem Boden löslich werden. Sie werden dann von Lebewesen aufgenommen und nehmen an die Stelle von essentiellen Metallen wie Zink und Eisen. Dazu kommt noch die Wasserstoffionen im sauren Regen ersetzen essentielle Metallionen wie Z, Kalium, Magnesium und Calcium, die normalerweise im Lehmboden enthalten sind. Dadurch werden diese lebensnotwendigen Metalle tief in den Untergrund weggespült. Die Wurzeln der Pflanzen. Zusammenfassend ist normaler Regen also leicht sauer durch den gelösten Kohlenstoffdioxid, aber saurer Regen enthält Schwefel und Salpetersäure, wodurch der Regen tausendmal saurer und gefährlicher wird. Für viele Lebewesen. Schwefelsäure entsteht bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Schwefel enthalten. Salpetersäure entsteht bei der Verbrennung von Atmosphäre, Sauerstoff und Stickstoff in den Hochtemperaturbedingungen in den Zylindern von Benzin- und Dieselmotoren.